Und wir haben natürlich auch bei Ihnen noch mal genauer nachgefragt, was würden Sie denn von so einem Rauchverbot halten? Hier ist Ihre Stimme. Also ich bin seit 30 Jahren Nichtraucher, finde es aber trotzdem wieder mal vorgeschriebenermaßen nicht gut. So, das heißt, die Raucher müssen mit sich auskommen. Ich meine, gesundheitsmäßig würde ich vielleicht sagen, macht Sinn, weil ja die Kosten dann steigen. Aber wieder was vorzuschreiben, wie so vieles in der letzten Zeit. Ich wäre völlig okay mit sowas, weil ich auch den Geruch an den Menschen nicht abhaben kann, sage ich mal. Deswegen, ich fände es völlig in Ordnung. Also ich selber rauche gar nicht, also hab's auch nie, hab einmal probiert so, aber das war's dann auch, gefällt mir nicht, brauche ich nicht. Und selber weiß ich schon, dass es auch viele stört so, wenn man jetzt unterwegs ist und dann die ganze Zeit den Qualm abkriegt oder so. Also kann ich schon verstehen, dass vielleicht so an Orten, wo Menschenmengen auch zusammenkommen, wo viele Menschen unterwegs sind, dort sowas drüber nachzudenken. Andererseits muss man natürlich überlegen, es geht auch irgendwie um die Freiheit einer Person. Man sollte auch mal ein bisschen aufpassen auf die Raucher, ein bisschen akzeptieren. Ich meine, es gibt schon genug, wo man nicht rauchen darf. Und irgendwo muss auch ein bisschen Platz sein für uns. Auf die Raucher aufpassen, das ist auch mal was Neues. Bei mir ist jetzt Henrik M. Broder, Kolumnist bei Welt. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Gleich zu Beginn einmal, rauchen Sie? Nein, ich bin ein militanter Nichtraucher. Ich habe schon Leuten die Kippen aus dem Mund genommen und sie im Whiskyglas ertränkt. Eigentlich müssten Sie also absolut dafür sein, dass auch draußen nicht mehr geraucht werden darf. Nein, das bin ich nicht. Vor allem deswegen nicht, weil ich seit langem das Treiben der EU mit Entsetzen verfolge. Auf die EU trifft ein alter Satz von Ronald Reagan zu. Ich habe es mir aufgeschrieben. Whenever government expand, liberty contracts. Wo immer sich Regierungen breit machen, geht die Freiheit zurück. Und genau das erleben wir leider bei der Europäischen Union. Das ist ein bürokratisches Monster mit einem wirklich strukturellen Demokratiedefizit. Für die EU arbeiten ungefähr 50.000 Beamte. Und das ist viel zu viel und die müssen irgendwie beschäftigt werden. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne es nachweisen zu können, dass sich wahrscheinlich einmal die Woche, vielleicht einmal im Monat Gremien treffen und dann darüber nachdenken, was haben wir den Leuten noch nicht zugemutet. Und die haben uns sehr viel zugemutet. Ich habe mal kurz in den Protokollen nachgesehen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es gab mal eine Zeit, es gilt immer noch, da waren Ölkännchen auf Tischen in Pizzerien nicht erlaubt. Das Öl durfte nur in Flaschen serviert werden. Warum? Das weiß keiner. Das ist eines der vielen Mythen und Mysterien der EU. Es gab Richtlinien, wie man eine richtige Pizza backt, wie groß der Rand sein muss. Sie glauben gar nicht, womit die sich beschäftigen. Mit der Leistung von Staubsaugern. Das darf nicht mehr wie 900 Watt sein. Mit der Leistung von Duschköpfen, wie viel Wasser sie durchleiten. Es gibt Regeln dafür, wie groß ein EU-Apfel sein muss. Es ist einfach unvorstellbar. Aber die Sache kriegt schon eine gewisse Sinnhaftigkeit, wenn Sie wissen, dass es zum Beispiel 14 Vizepräsidenten des EU-Parlaments gibt, von denen jeder, wenn er Glück hat, höchstens zweimal im Jahr zum Zuge kommt. Also das Ganze ist eine gigantische ABM-Maßnahme und sie funktioniert. Dieses Mal, wir haben es ja auch gerade schon gehört, ist die Diskussion Teil einer größeren. Es geht darum, weniger Menschen mit Krebs in Europa zu haben, was ja erstmal etwas ist, was wir uns alle so wünschen. Und wir alle wissen, Rauchen ist schädlich, auch Passivrauchen. Mhm. Die größte Frage bei dieser Diskussion ist ja gar nicht, wenn wir die jetzt in Deutschland führen würden, dann wäre es das eine, dass sie auf EU-Ebene geführt wird. Selbst wenn man sich darauf verständigen würde, Deutschland könnte noch immer machen, was es wollte. Also natürlich. Diese Diskrepanz zwischen EU und Land ist enorm, ist enorm. Sie haben da leider vollkommen recht. Und was Sie gerade ansprechen, wird viel zu oft übersehen. Was als EU-Recht gilt, sind keine Gesetze. Es sind Richtlinien und, wie es in der EU heißt, Verordnungen, Richtlinien. Mit gutem Recht erlässt das Parlament keine Gesetze, weil es dazu nichts taugt. Es hat nicht die Legitimation dazu. Und diese Verordnungen und Richtlinien werden erst auf Länder- oder auf Staatsebene zu Gesetzen. Und auf die Weise könnten sich ja Länder solchen Regelungen verweigern. Und das machen ja auch einige Länder. Polen macht bei einigen nicht mit. Ungarn ist sanktioniert worden. Die Holländer haben eine andere Vorstellung von Migrationspolitik. Die EU funktioniert ein bisschen wie die Mafia, wissen Sie? Oder ziemlich sehr wie die Mafia. Man
erwirbt einen Anspruch auf Unterstützung durch Treue und Gefolgschaft. Wenn die Länder sich brav benehmen, alles akzeptieren, was die EU entscheidet oder auf den Weg bringt, dann werden sie belohnt. Verweigern sie sich, werden sie sanktioniert, wie Polen oder Ungarn und andere. Und das ist auf die Dauer wirklich kein gutes Konzept. Wissen Sie, was mich daran auch so wahnsinnig stört, ist, das hat der Kollege aus Brüssel sehr richtig gesagt, womit sich die EU beschäftigt und womit nicht. Und entschuldigen Sie bitte, die einfachen Menschen auf der Straße haben dafür aber ein gutes Gespür. Das zentrale Problem Europas, so wie es sich heute darstellt, ist der Schutz der Außengrenzen. Alles andere dagegen ist sekundär. Und wenn jetzt es Statistiken gibt, wie viele Menschen an den Folgen von Rauchen und Passivrauchen sterben, wie viele an den Folgen nur von Passivrauchen sterben, das ist Voodoo. Das können Sie statistisch gar nicht ermitteln. Das ist eine Unmöglichkeit. Aber es wird eine Zahl in den Raum geworfen, die Eindruck schinden soll. Trotzdem haben wir auch gerade aus Brüssel gehört, dass dieses Thema, das jetzt sehr groß wird, weil es absurd für viele Menschen ist, am Ende in Brüssel 2-3 Stunden Arbeitszeit kostet. Es ist jetzt nicht so, dass man deswegen den Klimawandel und die Migrationspolitik komplett aus den Augen verliert. Nein, man verliert eigentlich nichts aus dem Wandel. Den Klimawandel schon gar nicht. Ich glaube, es gibt einen Beschluss der EU oder des Europäischen Parlaments, dass Europa als Kontinent bis 2050 klimaneutral werden soll. Das wird genauso abgeschafft werden, wie die Vorhersagen, wann die Mehrzahl der Autos elektrisch betrieben sein wird. Das sind alles Taschenspielertricks, die da stattfinden. Aber die 2-3 Stunden, die auch der Kollege Schilz gerade erwähnte, das ist ja nicht alles. Diese Vorlagen müssen erarbeitet werden. Da müssen sich Kommissionen treffen und Komitees und Arbeitsgruppen. Es geht sehr viel Zeit da drauf. Und wenn Sie so wollen, ich sagte es schon, es ist eine Art von Beschäftigungstherapie. Aber diese Beschäftigungstherapie wird von Ihnen und von mir und von vielen anderen sehr teuer bezahlt. Wenn wir mal beim Geld sind, unsere Reporterin fand es interessant, wir haben das auch in den Umfragen jetzt gehört, dass mehr Leute wohlwollend für diesen Vorschlag sind, als man vielleicht im ersten Moment denken würde. Was immer wieder auffällt, ist, dass wir einfach eine starke Tabakindustrie haben, was auch daran liegt, dass der Großteil des Preises, den man mittlerweile für eine Schachtel Zigaretten zahlt, Steuerannahmen sind. Das ist natürlich für Deutschland auch was Wichtiges. Macht es das schwieriger, die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, wenn man weiß, dass man einfach sehr viel Geld damit auch verdient, dass Menschen rauchen oder Alkohol trinken? Es gibt dann so vieles, was Sie verbieten müssen. Sie müssten zum Beispiel auch lange Autoreisen verbieten, weil das die Ermüdung fördert und die Sicherheit beim Reisen minimiert. Es gibt auch schon ganz viele, gucken Sie sich eine einfache Packung Wurst an. Zählen Sie mal an die Etiketten, die draufkleben, die der Wurst bescheinigen, dass sie nicht umweltschädlich ist oder dass die Tiere eine glückliche Kindheit im Käfig hatten. Wir leben in einem Überwachungssystem inzwischen. Ein System, das das tägliche Leben kontrolliert. Und die Sache mit dem Geld ist schon richtig. Der Staat verdient mit. Aber der Staat wird, wenn er diese Quelle der Einnahmen nicht mehr hat, sich andere Themen erschließen. Das Ganze, ich denke so, Kubicki hatte vollkommen recht, als er das sagte, es ist eine weitere Maßnahme im großen Bevormundungskatalog der Europäischen Union. Und wahrscheinlich eine der unwichtigsten. Aber weil es halt immer noch viele Raucher gibt, wissen Sie, ich wäre sehr dafür, dass das Überholen verboten wird. Ich bin ein bekennender Langsamfahrer. Trotzdem ist mir neulich ein LKW in mein Auto reingefahren. Wenn man das Überholen verbieten würde, würde man viele Unfälle auf den Autobahnen verhindern. Also wenn jemand noch Einfälle braucht für eine Erweiterung des Verbotskataloges, kann man sich bei Ihnen melden. Verfügung. Ja. Henrik Erbroda, wie immer mit einer sehr klaren Meinung zu einem Thema, das jetzt viel diskutiert wird. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.